Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal weiter mit der Rubrik Alle meine Pressungen von einem KISS-Album und wir sind jetzt bei Rock'n'Roll Over angekommen. Letztes Mal hatten wir Destroyer. Ich gehe der Reihe nach, wie die Platten erschienen sind. Jetzt gucken wir uns Rock'n'Roll Over an und da zeige ich euch alle meine Pressungen, die ich soweit besitze. Und ich würde sagen, wir starten nach dem Intro. Ja, starten wir hier mit den deutschen Logo-Varianten, das zensierte S sozusagen. Hier haben wir eine aktuelle Neupressung, sag ich mal, die neu aufgelegt wurde, kommt mit diesem KISS Inner Sleeve, wo dieses Logo drauf ist und das Ganze kommt dann in so einem 180 Gramm Vinyl daher mit diesem Label drauf. Dann kommen wir da natürlich zu auch etwas älteren Pressungen, die damals dann erschienen sind. Das Ganze hier auch aus dem Hause Phonogram ist eine deutsche Pressung. Hier allerdings weiß ich jetzt nicht, ob wirklich die Platte, die drin ist, auch dazugehört. Weil da haben wir nämlich einen englischen Text hier drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich die Vinylscheibe ist, die da auch reingehört, weil ich zeige euch jetzt gleich noch mal eine andere, die eine identische Hülle hat, aber eine andere Platte drin. So, das ist nämlich die andere. Der Unterschied, ganz gravierend, ist hier nämlich dieser Sticker, der drauf ist und der ganze Druck ist auch ein wenig anders. Wenn ihr mal genau guckt, ist das KISS-Logo hier oben doch ein bisschen farblich anders gedruckt vom Rand her. Sieht nicht ganz identisch aus. Hinten drauf sieht das für mich aber alles relativ gleich aus. Deswegen, ja, kein Schimmer, wo der Unterschied ist. Wir gucken uns einmal die Platte hier von innen an. Da haben wir nämlich ein anderes Label und da ist nämlich alles mit deutschem Text drauf. Da steht dann nämlich hier unten Vermietung, Ausführung, Sendung, unerlaubte bla bla bla. Der ganze Kram und das ist nämlich dann eine richtige deutsche Version. Die andere, keine Ahnung, ob das Vinyl wirklich da reingehört. Ich habe sie auf jeden Fall aufgehoben, auch wegen der unterschiedlichen Cover, dadurch, dass halt auf dem einen der Sticker drauf ist und die Farbe auch ein bisschen anders aussieht. Dann kommen wir zu einer besonderen Pressung und das müsste irgendwie koreanisch sein, ist auf jeden Fall besonders dadurch, dass 3 Songs fehlen. Und zwar Ladies Room, Baby Driver und Makin' Love sind nicht auf dieser Platte drauf. Wir gucken da einmal rein, wie die aussieht. Kommt dann auch mit so einem Casablanca-Label daher und da seht ihr schon, da sind ein bisschen weniger Songs drauf als normal. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was Besonderes bei dem Teil. Die soll auch relativ rar sein und glaube ich auch nicht ganz so billig. Dann geht es weiter mit einer Taiwan-Pressung. Die kommt hier wieder mit so einem Einleger-Cover, was halt in so einem einfolierten Teil kommt. Hier kann man es auch irgendwie nicht öffnen oder so. Doch, hier kann man es öffnen, da seht ihr es. Innen drin einfach weiß. Ist halt so ein ganz, ganz dünnes Cover. Da ist dann immer so eine Pappe mit eingelegt. Und dann seht ihr hier schon das Vinyl, was natürlich extrem besonders aussieht. Die Variante auch echt cool aus Taiwan. Sehr, sehr nettes Teil. Kommen wir zu der hier. Die ist aus UK, England. Ziemlich grelles Rosa hier bei dem Cover. Sieht halt anders aus als bei den anderen Pressungen, also bei den Covern. Ist halt extrem rosa gemacht hier das ganze Cover und innen drin kommt das Ganze dann mit einem roten Vinyl. Das sieht auch wirklich schick aus. UK-Variante, auch nicht mehr die billigste Version dieses Albums. Also auch ein sehr cooles Teil in meiner Sammlung. Ja, machen wir weiter mit Venezuela, die auch besonders der Rand komplett beschnitten hier. Ihr seht da schon, das ganze Orange ist da weggeschnitten. Das Ganze kommt hier noch in der Einschweißfolie. Das lasse ich auch so, wie es ist. Und das Vinyl ist halt so. Zustand ist wirklich gut von dem Vinyl. Sieht echt fast ungespielt aus. Und wir haben da diese Label, die ein bisschen verbrauchter aussehen. Nicht ganz so gut gedruckt. Echt auch ein wunderschönes Teil. Ja, weiter geht's mit besonderen Scheiben. Argentinien-Pressung. Das Ganze ist in so einem Hochglanz
beschichteten Vinyl. Hinten seht ihr schon den Unterschied. Die sieht auch komplett anders aus. Die Songs natürlich hier in Landessprache, dahinter der englische Titel, auch sehr besonders gemacht. Und dann haben wir hier das Vinyl. Auch das ist noch okay im Zustand, hat ein, zwei Kratzer. Und dann seht ihr hier halt die Label, die auch natürlich anders aussehen als bei den anderen. Kommen wir zu einer Version, die ich erst neulich erworben habe. Das Ganze kommt nämlich mit diesem Bestellsheet mit dabei und innen drin kommt das Ganze dann mit dieser Innenhülle, mit dem Original KISS Logo und hier seht ihr dann das Label. Es müsste eine amerikanische Pressung sein, Made in USA, genau. Das Teil natürlich dann hier habe ich mir geholt wegen diesem Bestellzettel, den ich noch nicht hatte in der Rock'n'Roll Over Version. Sehr, sehr cool mit dem KISS Army Teil und die ganzen Sachen hier drauf, ein Destroyer Poster und all sowas. Das ist schon echt ein Highlight, finde ich immer. Diese Beilagen sind auf jeden Fall Teile, die ich sehr, sehr gerne sammle. Jetzt kommen wir ein bisschen in den Standardbereich. Auch hier, denke ich mal, wird es eine deutsche Pressung sein mit Originallogo. Da werden wir mal reingucken. Die kommt dann auch wieder mit diesem Einlegeteil hier, mit dem Inner Sleeve. Und dann haben wir hier nämlich auch wieder die deutsche Variante drin. Leicht anderes Label wieder vom Druck her der Schrift. Aber das eine deutsche Variante mit dem Original KISS-Logo. So, weiter geht es mit dieser Version. Die unterscheidet sich wieder ein bisschen dadurch, dass die ganze Sache hier so ein bisschen mehr glänzt, wo der Druck ist und das andere so ein bisschen matter ist im Ganzen. Ist eine, wir schauen mal, französische Pressung muss das sein, weil da das Vogue drauf steht. Und dann sehen wir auch schon hier nämlich diese Vogue Inner Sleeve Geschichte und auch da der Druck wieder auf dem Label komplett anders. Von der Optik her, das ist eine französische Version, auch sehr, sehr cool. Dann hier das Ganze wieder etwas matter gestaltet. Das ist eine, ich muss mal eben gucken, könnte eine US-Pressung wieder sein. Nee, hier oben steht Milano. Das scheint irgendwie Richtung... Das scheint irgendwie nochmal wieder eine andere Pressung zu sein. Wir gucken mal eben. Casablanca Productions, Italien. Das ist eine italienische Pressung. Auch das Label hier komplett anders. Auch eine sehr, sehr interessante Version. Leider das Inner Sleeve hier ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber es gibt Schlimmeres. Inner Sleeves kann man ersetzen. Aber auch eine coole Variante des Albums. War mir gar nicht mehr so richtig bewusst, dass ich die habe. Jo, weiter geht's. Eine, die schon etwas mitgenommen ist. Ihr seht es an der Seite schon ein paar Schrammen und Stellen. Das Ganze hier ist jetzt wieder... Boah, ich kann es kaum sehen. Es könnte wieder eine deutsche sein, weil da oben auch auf Kassette erhältlich steht. Ich kann es gerade schwer deuten. Wir gucken mal rein, ob wir da mehr Aufschluss kriegen. Hier haben wir wieder die Innenhülle. Die ist hier diesmal nicht glatt, sondern vielleicht seht ihr es so ein bisschen. So ein raues Material. Auch da wieder ein Unterschied. Also es ist schon phänomenal, wie viele verschiedene Alben das immer gibt. Und da ist auch anscheinend, ist es eine deutsche Pressung, weil ihr seht es vielleicht, da steht wieder hier unten Bellaphon, alles in Deutsch drauf. Also ja, deutsche Variante mit Original-Logo ist immer wirklich spannend. Ich bin halt nicht der Variantenprofi. Ich sammle Varianten, aber ich kenne mich nicht mit jeder Pressung oder jeder Variante 100% aus, was sie ausmacht oder wie auch immer. Ich erkenne halt einfach die Unterschiede und denke mir dann, jo, cool, und pack sie mir weg. Ich habe irgendwann mal vor, das alles zu beschriften und das mal nachzuforschen. Über Discogs hat man ja Gott sei Dank eine gute Variante, um dann mal zu schauen, was ich da eigentlich so für Varianten alles besitze. So, jetzt wird es wieder ein bisschen interessanter. Jetzt kommen wieder ein paar wildere Pressungen. Und zwar haben wir hier diese Variante. Ich muss mal eben schauen. Ich bin der Meinung, das ist die russische
Ja, genau, das ist die russische. Ihr seht es schon, die Rückseite sehr, sehr markant in schwarz-weiß. Man kann die Titel kaum lesen. Vorne in Farbe, das Ganze sehr eng abgeschnitten. Und das Vinyl sieht dann so aus. Ja, ist eine russische Variante. Ich besitze mehrere Alben in der russischen Version. Ich finde die irgendwie immer extrem ulkig, weil die sehr, sehr coole Aufmachung oftmals haben und sehr extravagant aussehen. So wie halt hier mit der schwarz-weißen Rückseite. Ist schon irgendwie was Besonderes und ich finde es wirklich cool. Ja, dann hier eine Variante, die ich jetzt noch gar nicht zuordnen kann. Müssen wir gleich mal reingucken. Es könnte sein, dass es auch eine russische ist. Bin mir nicht 100% sicher. Auch die hat gar keinen farbigen Rand. Hinten ja, da steht dick Side 1, Side 2 und unten die Titel. Auch sehr besonders. Die ist wirklich in einem sehr, sehr schönen Zustand. Vom Cover her, und wir schauen einmal rein, weil ich bin der Meinung, das müsste auch eine russische sein. Da seht ihr schon wieder diese komischen Zeichen hier vorne. Das auf jeden Fall auch eine russische Pressung. Sehr, sehr nett. Genau das meine ich. Die haben immer sehr eigene Cover, die doch echt schon besonders sind. Und ich besitze Gott sei Dank viele dieser Scheiben in wirklich richtig guten Zustand. Das Witzige hier ist innen drin, seht ihr es vielleicht, ist Freddie Mercury abgedruckt mit der Single oder mit dem Album Mr. Bad Guy. Sehr lustig. Auf der anderen Seite halt einfach ein anderes Cover drauf gedruckt. Vielleicht im Presswerk oder in der Coverdruckmaschine einfach doppelt gedruckt und dann wurde das genutzt, was sie brauchten. Kein Schimmer, wie das da zustande kommt. Auf jeden Fall sehr, sehr lustige Variante. Ja, kommen wir zu meinen letzten Sachen, die ich ja neulich besorgt habe. Meine Korea-Pressung aus Holland. Die wirklich, finde ich, echt ein Highlight. Ich mag die Dinger, auch wenn die geklebt sind und aussehen, als wenn die gerade von der Schrotthalde kommen. Aber die Dinger sind einfach irgendwie Kult. Auch hier seht ihr das Label, auch besonders sehr, sehr schön. Da werde ich auch gucken, dass ich diese Korea-Geschichte ein bisschen vervollständige. Ich finde die mega. Mich hypt das irgendwie, allein wie diese Cover aussehen, wenn ihr euch das mal anguckt hier, als wenn es mit der Hand geschrieben wurde. Ich finde es einfach lustig. Auch hier das Rock'n'Roll Over. Es sieht cool aus. Cool wäre natürlich, wenn man die ohne Tape bekommt, aber es sind wirklich viele davon mit Tape geklebt. So, mit den standard aussehenden Covern sind wir jetzt schon so gut wie durch. Jetzt kommen die wirklich wilden Varianten. Das ist hier Certi Anos de Musica Rock Salvat, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da seht ihr schon, es ist auch Rock'n'Roll Over, aber halt in einer anderen Version. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Land die war. Geht das auch irgendwie so Richtung Argentinien oder so? Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Wir schauen mal. Nee, das scheint... Moment. Kann ich da was sehen? Im Moment sehe ich nichts. Mexiko, das ist Mexiko. Ihr seht es, auch das ist ein Rock'n'Roll Over Album. Hat nichts von der Besetzung mit dem Original Rock'n'Roll Over zu tun, weil Eric Carr war da noch lange nicht in Planung. Und das ist wirklich auch eine Version, die sehr, sehr cool ist und auch mittlerweile eine seltenere Variante. Ja, und das Ganze gibt es dann nochmal in einer anderen Variante. Müsste dann auch Mexiko sein. Ihr seht das schon mit so einem handgemalten Bild in der Mitte. Sieht auch wirklich wild aus. Von hinten das Ganze so. Ist sogar die Rückseite von der Platte, die wir eben hatten. Und dann seht ihr hier, die Scheibe sieht ähnlich aus wie die andere. Also das auch definitiv eine mexikanische Variante. Sehr, sehr nice. Die Dinger auch wirklich mittlerweile im hochpreisigeren Bereich unterwegs. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die in meiner Sammlung haben darf. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende. Und zwar ist jetzt hier eine Japan-Pressung. Die kommt mit einem Obi daher. Das Ganze kann man wieder mit Klappcover öffnen. Dann habt ihr ein sehr cooles Live-Motiv in diesem Klappcover drin. Und in den japanischen Fassungen sind ja immer diese Beilagezettel. Da seht ihr es, immer diese kleinen Booklets mit Texten in Japanisch und halt auch in Englisch. Und dazu haben wir dann noch das wunderschöne Vinyl, was dann halt so aussieht. Die sind immer ein bisschen dünner, aber halt hier wirklich eine tadellose Scheibe. Und richtig cooles Ding. Japan-Pressung finde ich immer absolute Highlights.
Ja, kommen wir zu einem Highlight, wirklich eine Picture Disc von Rock'n'Roll Over im Japan-Design. Ich bin der Meinung, es ist eine offiziell erschienene. Ihr seht schon, das Bild ist hier in so einem Grün gehalten. Hinten sind die Alben drauf und das Teil wirklich ja, kommt mit diesem Bild, was ihr eben auch in der Gatefold gesehen habt. Und dann wirklich diese wunderschöne Picture Disc. Hier auch nochmal mit so einem Live-Bild drauf. Das Teil ist wirklich genial und die ist wirklich mittlerweile richtig, richtig teuer. Da bin ich super froh, dass ich die habe, weil die liegt, glaube ich, mittlerweile preislich bei um 300 bis 400 Euro, je nach Zustand. Also das Ding wirklich, ja, ein absolutes Highlight. Jo, und dann zum Finale haben wir dann hier noch die normale Picture Disc. Das ist natürlich die nummerierte Variante, auch die mittlerweile ja, gehört zu den teureren Varianten und ja, die sind wirklich schön gemacht. Da ist tadellos das Bild drin. Die offiziell erschienenen nummerierten sind wirklich wunderschön verarbeitet. Da kann man nichts sagen. Das Ding hier ist ein Highlight und auch da bin ich sehr froh, dass ich die wirklich mit Nummer habe, weil es gab mal Versionen ohne Nummer. Die sind natürlich günstiger zu bekommen, mittlerweile auch noch relativ teuer, aber die hier sind stellenweise schon sehr, sehr teuer geworden. Das ist wirklich ein absolutes ja, Highlight in meiner Sammlung auch. Ja, und das waren alle meine Rock'n'Roll Over Pressungen, die ich von KISS besitze. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wir haben wieder ein weiteres Album abgearbeitet. Als nächstes müsste dann jetzt, lasst mich überlegen, Love Gun kommen. Ja, ich glaube Love Gun, danach kommt der Live 2, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher beim Ablauf, oder kommen jetzt erstmal die Solo-Alben? Wir werden es sehen. Die Solo-Alben gehen wir dann auch pro Person durch, weil dann ist es für mich einfacher und wird nicht so lang. Also, ja, ich gucke mal, was als nächstes kommt. Entweder kommt Love Gun oder die Solo-Alben. Wir werden sehen. Ich muss noch mal schauen, wie die erschienen sind zeitlich. Auf jeden Fall lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und einen Kommentar. Welche Version habt ihr davon? Welche Version sucht ihr? Welche Version könnt ihr mir noch mehr Infos zu geben? Da freue ich mich natürlich auch immer. Und dann bin ich raus. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als Keep on Rockin'. Tschüss.